Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, und willkommen zur Neumondbotschaft. Wir schauen, was die Karten uns für diesen Zyklus des Kollektiv mitgeben. Und ich bin gespannt. Ja, glaube wieder an dein Glück. Es geht hier darum, einen klugen Zug zu machen, zu erkennen, eine ungute Situation zu klären. Hier liegt auch so ein bisschen Ehrlichkeit, die ausgesprochen wird. Wir haben vielleicht auch das Erkennen von Situationen, die falsch gelaufen sind in dieser Phase im Vordergrund. Vertrauen und Misstrauen werden hier zum Thema. Die eigene Lebensreise wird angezeigt. Wir haben unsere Wünsche, Träume, Sehnsüchte, langfristige Ergebnisse hier. Wir denken hier auch bewusst drüber nach, wo im Leben haben wir denn schon so manche Verstrickung gelöst, wo im Leben sind wir auch schon in eine falsche Richtung geschippert. Eine sehr erkenntnisreiche Zeit, das Ziehen einer Bilanz oder das bewusste Überlegen, wie geht es weiter, wo möchte ich noch hin. Bestimmte Beziehungsmuster fallen hier raus. Ja. Wir haben hier den Teil, der erschafft in der unterbewussten Ebene oder auch partnerschaftliche Dinge mit unserem Gegenüber, wo es gerade Blockaden gibt oder wo man eben auch aus der Vergangenheit irgendwie nochmal Bilanz zieht. Ne? Was war da, wo sind wir, wo bin ich in eine falsche Richtung, wie war meine Prägung? Wo möchte ich noch was reingeben von mir? Wo muss ich mehr tun? Wo habe ich Kreisläufe aus der Vergangenheit einfach so weitergetreten? Weil bequem auch, ne? Wenn das Schiff mal fährt, dann fährt es. Und solange kein großer Wind kommt, ändern wir nicht. So ist eben der Mensch. Außer du bist schon sehr bewusst. Und hier kann es um Beziehungen zu allen möglichen Leuten gehen, die nicht so gerade gelaufen sind. Es kann ja auch sein, dass sich bei allen oder anderen die Vergangenheit meldet, dass die Energie so ein bisschen zäh ist, dass man mit Hindernissen auf seiner Lebensfahrt rechnet. Aber ich habe hier in der Ausgangssituation auf jeden Fall, dass man sehr viel anguckt. Ne? Man nimmt sich die Zeit hier, die Hindernisse auch genau anzugucken. Wir haben hier eine klassische Konfrontation eigentlich mit Familienthemen, mit Elternthemen. Man sieht hier die Vaterfigur, sehr speziell. Es geht vielleicht auch um Themen der Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Wo hat man das Bötchen des anderen mitgefahren, obwohl man gedacht hat, für mich wäre eigentlich eine andere Richtung besser? Wo gibt es so eine Präsenz, die übermächtig ist, und wo habe ich irgendwie so Löcher, ne, die nicht besetzt sind richtig mit Personen, wo rutscht niemand nach? Das könnte ja auch sein, das ist sehr speziell, dass sich jemand fragt, wo auf meiner Lebensreise bin ich denn den gleichen Partnern begegnet, wo auf meiner Lebensreise hat sich niemand mehr richtig in mein Leben gebeamt, also dieser Platz des Partners, der dann vielleicht leer blieb. Wo konnte ich unabhängig sein und meine eigene Größe leben und meine Stärke? Die Situation kann hier auch ein bisschen herausfordernd sein, denn hier kommen aus dem Umfeld so ein bisschen Situationen, die für Stagnation sorgen oder für Schwierigkeiten. Gleichzeitig aber auch denkt man über Verlustthemen nach. Und ich habe so dieses
dass sich das so zeigt, damit wir diese Hindernisse überwinden können. Hier geht es um dein geistiges Erbe, um das Erbe deiner Familiengeschichte. Hier kann es auch darum gehen, was man übermittelt bekommen hat, wohin die Reise gehen darf und wo die Ausläufer heute noch sind und wo man die gerne für sich auf einen anderen Weg bringen darf. Also die Lebensreise, die persönliche, ist hier sehr wichtig. Man kommt hier, ich sage mal, dem Geheimnis auf die Spur. Man kommt an Wissen, an das man lange nicht gekommen ist. Das kann hier auch sein, wir haben den Fuchs in der Mitte, dass einem bewusst etwas verschwiegen wurde. Und gleichzeitig hat man hier so ein bisschen auch Angst vor der Wahrheit, ne? Es gibt Menschen, so kenne ich das ein bisschen auch aus meinem Familiensystem, die sagen erst gar nicht, was los ist, damit es keine Schwierigkeiten gibt. Und dann kommen so Leute wie ich, die labern einfach alles raus, weil es eben keine andere Wahrheit gibt, als die war. Und hier kommst du extrem an deine Grenzen. Es sind zwei verschiedene Ausgangspunkte, wie jemand mit dem, was er für sich selber Wahrheit nennt, umgeht. Ja? Nichtsdestotrotz, es ist eine Konfrontation hier. Wir haben die Kombination für Rechne mit dem Unerwarteten. Ne? Hier liegt die Überraschung, die trotz Hindernissen dann zum Guten wird. Ich habe die Blumen am Ende. Ne? Hier geht etwas gut aus. Hier haben wir Geschenksenergie, hier Überraschungsenergie. Etwas kann gut gelöst werden. Man macht einen Schnitt, ja. Man lässt die Dinge so stehen. Mit der Sense haben wir eben auch die Energie, dass wir bereit sind, die Richtung zu ändern, unsere Schnitte zu machen. Da, wo es lange Hindernisse gibt oder wo eben Schwierigkeiten sind, da kann man sich ruhig auch mal rausbewegen, wenn man hier Bilanz gezogen hat. Viele warten ja auch immer, bis sich die anderen ändern. Ich habe das so erfahren, dass das nicht passiert. Also entweder du nimmst das Ding selbst in die Hand, hier geht es auch um Wunden aus dem Beziehungssystem. Oder was hat man dir schon bewusst für Verletzungen zugefügt? Ich sage extra bewusst. Und uns wird hier geraten, es wie die Weide zu machen. Die geht ja durch schwierige Zeiten mit einer gewissen Flexibilität. Und wir haben den Pegasus, der fliegt sozusagen oder hat die Möglichkeit, über diese Hindernisse drüber wegzufliegen. Ne? Manche rennen dagegen und gehen dann wieder zurück in den Kreislauf, weil sie denken, ich komme über diesen Punkt nicht drüber. Aber hier darf man mit Überraschungen rechnen, überraschenden Möglichkeiten auch. Wirklich tiefe, tiefe Einsichten, die man hier nehmen kann. Und man ist tatsächlich auch aufgefordert, die Dinge, die hier liegen, aus einer höheren Perspektive anzugucken und sich auch so aus emotionalen Dramen von anderen rauszuhalten. Ne? Das ist schon mal das Erste für diese Neumondzeit. Wir sind ja auf der Pilgerfahrt unserer Lebensreise sozusagen. Es ist Zeit dafür, irdische Lasten zu überwinden und es tatsächlich mit einer gewissen Flexibilität zu machen, damit wir nicht brechen. Und wir sind unvergänglich und es sind einfach nur Herausforderungen, die immer wieder kommen, die sich auch immer wieder auflösen, hier auf besonders gutem Wege. Und wir haben hier nichts Oberflächliches. Das, was ich hier liegen habe, das ist schon ein tiefgründiger Wandel auf der bewussten Ebene, wo einem so endgültig bewusst wird,
was ist eigentlich Sache, was ist die Wahrheit hinter der Situation und ja, wo kann ich für mich auch, wenn ich an Hindernisse stoße, mal geschickt drüber wegfliegen, weil ich es in meinen Gedanken so drehen kann, dass es gar kein Hindernis mehr ist. Okay, schauen wir mit den Sanssouci Cards von Nadine, was wir hier mitkriegen für die Neumondzeit. Okay, das ist jetzt sehr spannend und auch sehr passend. Wir haben hier die verwunschene Grotte. Ja? Das ist hier so diese Abhängigkeit, Unabhängigkeit von einem Partner. Es geht um die Urweiblichkeit, die liegt hier in der Mitte, die Schlange. Ne? Wir haben hier sowohl die Vater- als auch die Mutter-Thematiken. Es geht vielleicht auch im Beziehungsleben darum, dass man einfach mal wieder Frau sein möchte oder Mann. Dass man Bedürfnisse hat, auch im Beziehungsleben, die man auf der körperlichen Ebene verspürt. Auch hier gibt es das Erbe der Familie. Ne? Wie ist man damit umgegangen oder wie nach außen oder ehrlich hat man das kommuniziert. Ne? Hier kann so eine gewisse Umtriebigkeit auch sein und für einige kann sich hier eine Romanze ankündigen. Unterm Deck wäre möglich, wir haben hier zwei Männer, ne? Das viel Unterwegssein sieht man, vielleicht das Kennenlernen auch von Personen, die ein bisschen weiter weg wohnen. Und unten am Deck haben wir noch die Laternen in der Nacht. Das ist so ein bisschen die Offenbarungskarte. Man hat spirituelle Erkenntnisse, man zeigt sich großmütig. Man hat vielleicht auch irgendwo eine Situation, wo man denkt, man hat sich geirrt. Man kriegt hier wieder ein bisschen Licht ins Dunkel. Und ja, Vorbote für Erfolg, Anerkennung und Glück, das hätten wir hier mit den Blumen. Auf jeden Fall wird hier Licht, ne? Dein Weg wird beleuchtet, es wird wieder hell, man kriegt so Zeichen, wo man lang muss. Und das wird ja auch mit dem ein Vorbote für Erfolg und Glück mit den Blumen am Ende hier richtig passen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Neumondzeit. Ich drücke euch. Bis bald.